kannst du deinen Arm ganz locker und ohne Mühe senkrecht nach oben heben und auch mal über der Schulterhöhe nach hinten greifen. Viele können das nicht, einfach deswegen, weil sie es lange Zeit, vielleicht über Jahre, nicht mehr regelmäßig gemacht haben. Einfach deswegen, weil wir die Arme immer vorne unten haben. Ich zeige dir, wie du allein schon mit nur einer Übung Schritt für Schritt deine Schulter wieder öffnen und sie immer beweglicher machen kannst. Kurz für dich, damit du die Übung nachvollziehen kannst. Diese ganzen Probleme im Schulterbereich hängen unserer Erfahrung nach sehr, sehr häufig mit dem großen Brustmuskel zusammen. Das ist ein Riesenmuskel, der geht von hier rüber an den Oberarm und egal, wo du den Arm hinbewegst, der ist immer beteiligt und muss entsprechend nachgeben. Und wenn der aufgedehnt wird, wissen wir, geht es den meisten Schultern schon viel, viel besser. Und wie wir das machen, das zeige ich dir jetzt. Wenn du magst und diese kleinen Erklärungen dir helfen, besser in die Übung reinzukommen, es besser nachzuvollziehen, dann schreib doch mal einen kurzen Kommentar oder gib auch einen Daumen nach oben, wenn du es gut findest. Und bevor wir jetzt mit der Übung starten, fühl doch mal in deine Schulter rein. Mach dir mal klar, in welcher Höhe fängt an, die Schulter zu ziehen. Weiter nach hinten, weiter nach vorne. Probier das mal ein bisschen, dass du einen Eindruck davon hast, wie dein Körper im jetzigen Zustand ist. Und dann kannst du nämlich wunderbar nach der Übung vergleichen, weil ganz häufig merkt man da schon einen Unterschied, manchmal sogar einen ganz deutlichen. Für die Übung legst du dich bitte auf den Bauch und ich zeige jetzt für den linken Arm. Wenn dein Schulterproblem an der rechten Seite ist, dann bitte entsprechend rechts üben. Fang mal einfach an, leg deine Schulter auf den Boden und fühle rein, wie du jetzt den Schmerz vielleicht schon wahrnimmst. Und dann gehst du so weit nach oben, bis du merkst, oh, jetzt fängt es an zu ziehen. Achte darauf, dass dabei die Schulter ganz fest definiert auf dem Boden liegen sollte. Und egal, ob du es jetzt hier merkst oder da, ich gehe mal jetzt in so einen mittleren Bereich, dann passiert Folgendes. Du lässt den Arm da liegen, du bleibst mit der Schulter am Boden und du gehst mit dem Bein der anderen Seite leicht nach außen, dann mit dem Bein derselben Seite des übenden Armes hinterher, bis beide Beine parallel sind. Und dann stellst du die Hand auf und drehst dich ganz vorsichtig in die Gegenrichtung und nimmst das rechte Knie raus. Und dadurch, dass der Körper sich jetzt bewegt, kann es sein, dass es mehr zieht. Und das ist gut so. Also nochmal zum Wiederholen, du gehst so hoch, bis es ganz leicht zieht, bis du merkst, oh, jetzt wird es so leicht unangenehm. Dann steigerst du dieses Unangenehme, was einfach nur heißt, da ist was zu kurz in den meisten Fällen, steigerst du das dadurch, dass du den Körper immer weiter drehst und dann gehst du genau in den Bereich, der sich gerade noch gut ertragen lässt. Mach das mal für dich, atme dich rein, geh immer ein bisschen mehr in diese Position. Du kannst mit dem Knie und mit dem Arm dich immer weiter nach oben drücken. Es könnte sein, wenn du im Rumpf eine gewisse Beweglichkeit hast, dann könnte es sein, dass du dein Bein so hoch nehmen kannst und nach hinten führen kannst. Dann hilft es dir dabei, dich noch besser in die Dehnung drehen zu können. Das muss aber nicht sein. Das ist sozusagen so ein i-Tüpfelchen nochmal auf die Übung drauf, weil du dann noch extremer in die Dehnung kommen kannst und noch eine Rumpfrotation gleichzeitig mitübst, was einfach nur gut sein kann. Je mehr wir dehnen, desto besser. So, und nach einer gewissen Zeit, die haben wir jetzt ungefähr erreicht, fängst du mal an und drückst und kriegst erstmal Kontaktgefühl mit dem Ellbogen. Ja, drück mal mit dem Ellbogen gegen den Boden. Immer wieder mal. Der Ellbogen drückt gegen den Boden und fühl das mal. Die Schulter bleibt nach wie vor auf dem Boden liegen. Und du gehst ein bisschen weiter in die Dehnung. Und jetzt drück mal mit der Hand in den Boden. Das ist eine andere Ansteuerung. Gell? Die Hand drückt gegen den Boden. Immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie meine Muskeln sich anspannen so ein bisschen. Einfach mit der Hand
so alle 2 Sekunden einmal nach unten drücken, damit das Programm schon geschrieben wird, dieses Ansteuerungsprogramm in deinem Gehirn. Und jetzt wechseln wir mal. Jetzt drück mal mit dem Ellenbogen, lass wieder locker, drück mit der Hand, lass wieder locker. Ellbogen, locker, Hand, locker. Das sind ganz wertvolle Ansteuerungen, die es deinem Körper möglich machen, sich viel besser kontrolliert bewegen zu können. Und jetzt machen wir mal beides auf einmal. Ellbogen und Hand drücken und lassen wieder locker. Ellbogen und Hand drücken, lassen wieder locker. Und jetzt, nach dieser Vorübung, hast du eigentlich schon genug Ansteuerungspotenzial bereitgestellt, dass wir es in die Übung richtig integrieren können. Du drückst jetzt mit Ellbogen und Hand und erhöhst den Druck immer mehr den Druck erhöhen und halten, nicht locker lassen zwischendurch. Jetzt lässt du locker. Und jetzt probier mal. Oh, das geht weiter. Und nochmal. Du drückst mit Ellbogen und Hand und drückst noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Hältst das Ganze, lässt locker und gehst weiter in die Dehnung. Und noch ein drittes Mal. Ellbogen drückt, die Hand drückt. Du hältst diesen Druck, wenn möglich steigerst du ihn sogar, lässt wieder locker und gehst weiter in die Dehnung. Und dann machen wir das Ganze nochmal schneller. Ellbogen und Hand drücken wieder, aber du wirst gleich merken, mach mal parallel mit, du drückst jetzt, lässt locker und gehst weiter in die Dehnung. Und wieder drücken, locker, weiter. Drücken, locker, weiter. Mach das mal immer wieder und du merkst, jedes Mal, wenn du locker lässt, kommst du ein bisschen weiter in die Dehnung rein. Ja, das ist schon der Effekt, der während einer Übung erreicht wird. Und dann wird es eben täglich gemacht, ja? Täglich an 6 Tagen die Woche, immer wieder und den Winkel so erhöhen, dass du in der Grundeinstellung schon leichtes Ziehen merkst. Dann kommst du langsam wieder raus. Langsam wieder rauskommen. Lass mal den Arm jetzt genau dort, wo er liegt und zieh ihn nochmal höher und zieh ihn noch höher. Jetzt hebt natürlich die Schulter ab und zieh ihn noch höher und streck ihn dabei und lass ihn wieder runter. So, und das machst du ein paar Tage und immer fängst du wieder an, du hast die Schulter ganz definiert als feste Vergleichsposition am Boden liegen und guckst, oh, heute geht's ein Stückchen höher und dann machst du die gleiche Übung in der Höhe und irgendwann wirst du vielleicht hier sein und irgendwann wirst du hier sein und wenn du so bei 45, 50 Grad bist, dann ist eigentlich schon das Problem erledigt. Wie lang der Prozess dauert, du musst ein bisschen gucken, das hängt davon ab, in welchem Zustand deine Schulter halt war. Wenn du ganz unten schon ganz viel merkst und denkst, oh Gott, wie soll ich da jemals hochkommen? Bitte nicht aufgeben, jeden Tag ein bisschen und du kannst davon ausgehen, dass die Struktur sich dann umorientiert und dass es immer besser möglich wird. Aber jetzt nochmal zurück zu jetzt der Situation nach der Übung. Fühl bitte mal rein. Fühl mal rein, du hast ja vor der Übung hast du reingefühlt. Was hat mein Schmerz gesagt? Fühl jetzt mal rein. Kann sehr gut sein, dass sich das schon anders anfühlt. Lass uns das wissen, ja? Teil das mit uns, schreib einen Kommentar und wenn du schon eine Besserung merkst, wenn dir die Übung gefallen hat, denkst, wow, das könnte eine Möglichkeit sein, dann gerne auch einen Daumen und erzähl's vor allen Dingen weiter, weil je älter die Menschen werden, umso mehr Probleme gibt es in den Schultern und wir müssen verbreiten, dass man da ganz viel selbst an sich helfen kann und das Tolle ist mit diesen Übungen, wir gehen wirklich an die Ursache dieser ganzen Schmerzen. Das ist eine Ursachenbeseitigung, unserer Auffassung nach zumindest, ja. Und wenn du eine ganze Schulterroutine üben möchtest, dann klickst du bitte hier und kommst direkt drauf. Und wenn du da unten klickst, dann kannst du den Kanal abonnieren, falls du den nicht schon abonniert hast. Vergiss auch nicht, die Glocke
zu aktivieren, damit du kein Video verpasst. Ist immer mal wieder was Interessantes dabei. Wenn nicht für dich, dann zum Weitererzählen und teile die Sachen auch. Ja? Schön, dass du dabei warst. Ciao.